Tja, der Köder funktioniert doch einfach immer. Immer eigentlich ganz gut für Hecht. Einer der absoluten Klassiker fürs Hechtangeln und einer dieser Serie läuft eigentlich immer. Alter, geht er direkt hier vorne nochmal drauf. Der letzte Meter, den hat er noch mitgenommen. Ja, Hecht, Hecht, Hecht. Hecht immer nicht schlecht. Hecht läuft eigentlich an einer alten Festung an vielen Stellen immer mal wieder ganz gut. Die Frage ist natürlich immer, welcher Köder? Und die Ugly Fellow Serie, die läuft konstant. Irgendeine von den Farben funktioniert. Jetzt habe ich hier 3, 4 gerade ausprobiert. Ich glaube, die vierte hatte ich jetzt durchprobiert und auf einmal klappt es. Also da muss man tatsächlich sich eigentlich nur eine Serie kaufen und kann dann damit schon loslegen und damit schön auf Hecht gehen. Ich bin jetzt hier auch extra mit relativ dickem Set unterwegs, also mit Stahlvorfach und so und nicht mit Fluorocarbon oder sowas. Wir gucken uns das gleich im Detail nochmal an, beziehungsweise ich zeige auch gleich nochmal ein Setup, was man verwenden kann, wenn man so im Midgame unterwegs ist. Ab Level 20 plus macht es dann halt auch richtig Sinn, auf Hecht zu gehen. Oder man verwendet einfach von den Weihnachtsaufgaben die Route, beziehungsweise das gesamte Setup, was man da bekommen hat, wenn man alle Aufgaben erledigt hat. Auch das natürlich hervorragend, um damit auf Hecht zu gehen. So, ich leihe jetzt hier gerade noch mal ein bisschen durch, dann gucken wir uns mal eben kurz die Haken bzw. die Köder an, denn von der Serie würde ich ja doch ganz gerne noch mal gucken, ob ich nicht noch größere Haken da dran bekomme. Dem Hecht ist das nämlich relativ wurscht, wie groß der Haken ist. Der ballert eben auch auf 6-0er Haken drauf. So, gucken wir mal eben. Also so sieht es gerade aus hier. 12 Minuten, jede Menge Hechte. Da geht noch mehr. Da ist natürlich jetzt die ganze Testphase noch schon mit drin. Also da kann noch einiges mehr reingehen. Und ja, uhrzeitmäßig, jetzt ist eh gerade Mittagszeit. Mittagszeit ist für Hechte immer ein bisschen schlechter, bisschen Pause. Früh morgens da sein, am besten schon so 4, 5 Uhr da sein. Anfangen zu testen, wie führt man den Köder, wo wirft man genau hin, passt mein Setup. Und dann gegen 6 Uhr, 5, 6 Uhr ballern dann auch die Hechte ordentlich rein. Ja, wie gesagt, gerade hier komplett übertriebenes Setup, weil ich es kann. Muss man natürlich überhaupt nicht so verwenden. Man kann auch deutlich kleiner reingehen. Was aber relevant sind diese Kandidaten hier. Na guck, und hier könnten wir tatsächlich nochmal größere Haken verwenden. Das heißt, ich nehme den jetzt nochmal eben runter und schaue mir das Ganze mal im Inventar an. Und zwar sind das die Ugly Fellow, die gesamte Serie hier. Und dann gucken wir mal, ob ich nicht noch 2 Nuller Haken habe. Wobei hier 11 Stück von den 2 Nullern. Und da wären auch noch mal welche. Ja, einfach noch mal eine Nummer größer reingehen. So sieht das Ganze dann hier aus. Macht auch absolut gar nichts. Also für den Hecht gar nicht weiter tragisch. Den hier auf jeden Fall auch. Der liefert jetzt gerade. Zack und zack. So, also die größte Größe, das sieht man ja immer in den Details, was ist machbar von bis. Und darüber stellt man eben bei den Kunstködern auch so ein bisschen ein, für welche Fische ist das Ganze denn dann interessant. Ja, und jetzt hier dieser bläulich-grau-rote, der scheint gerade bei den Hechten ganz gut zu triggern. Vielleicht testen wir doch auch nochmal den hier mit dem roten Kopf. Ansonsten auch so beige-weiß, könnte auch noch was sein. So, und damit ist dann auch der letzte komplett umgehakt. Also die gesamte Serie jetzt auf Hecht. Ich nutze die ausschließlich für Hecht. Und von daher haben die jetzt alle hier den maximal großen Haken drauf, den 2-0er Haken. Und jetzt wieder drauf damit, Ugly. Und dann schön einfach hier rüber und durchtwitchen. Was macht die besonders, diese Köder? Die sind oberflächennah unterwegs. Das sind Wobbler. Also ihr müsst dafür die Kategorie Wobbler natürlich freigespielt haben. Und dann kann man damit mit einer kleinen Umdrehung, ich bin jetzt hier gerade mit Tempo 50 und Shift und mache quasi nur eine ganz kleine Umdrehung. Und ich glaube, man sieht so ein bisschen schon an der Schnur. Und genau diesen Rhythmus mache ich jetzt. Die geht halt rauf und runter, genau. Und genau diesen Rhythmus will ich hier haben. Zack
Zack. Also der Köder geht immer schön an die Oberfläche. Ich glaube, jetzt sieht man ihn da hinten auch schon ganz gut. Der kommt halt kurz nach oben. Und wenn er dann da oben ist, ziehe ich ihn einfach wieder schnell runter. Und die tauchen eben nur so um die... Zack, da kommt der Biss. Komm mal ran hier. Ich glaube, die tauchen nur so um die 50, 60 Zentimeter. Gucken wir mal gerade im Detail. 30 sogar nur. Also nur 30 Zentimeter Tauchtiefe. Und das ist natürlich super praktisch. Ich hatte in verschiedenen anderen Videos zur alten Festung auch schon einige andere Köder gezeigt. Am besten einfach mal reingucken. Hier auf der Playlist zur alten Festung gibt es mehrere Videos zum Hechtangeln auch schon. Verschiedene Spots, die da erklärt werden. Also das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um zum einen natürlich Spinning zu skillen, zum anderen hier natürlich auch mal ein bisschen Action zu haben im Spinning, denn jawohl, die Hechte können auch schon mal gut reingehen. Und zum dritten natürlich auch ordentlich Cash machen. Guck mal, jetzt scheinen die hier vorne zu gehen. Also werfe ich einfach mal hier vorne nur hin. Zack. Man sieht immer wieder, wie der Köder kurz an die Oberfläche kommt. Kurz wieder nach oben. Zack. Man muss auch gar nicht so schnell durchgehen. Man kann den auch mal ein bisschen stehen lassen an der Oberfläche. Und dann aber locker trotz allem weiter durchjiggen. Und selbst, wie gesagt, hier vorne auf dem letzten Meter, auf diesem letzten Stückchen, kann immer mal wieder auch noch was reinballern bei den Hechten. Ja, das ist das Setup. Und jetzt gucken wir uns gleich nochmal ein anderes Setup an, was man eben deutlich günstiger irgendwie auch ich sag mal so ab Level 20 kann man sich das ganz gut schon holen, wenn man denn die Kohlen schon zusammengespart hat. Das baue ich gleich nochmal eben zusammen, beziehungsweise dann gucken wir uns auch gleich nochmal das Setup an von den Aufgaben vom Weihnachtsevent, wie man das am besten noch zusammenbauen kann und für was man das eben sonst auch noch alles verwenden kann. So, das ist es hier. Das ist das ideale Setup, was man sich sehr gut holen kann im Bereich von Level 20. Und zwar aus mehreren Gründen. Man will natürlich das wenige Geld, was man hat, nicht irgendwie unnütze ausgeben. Also mit dem Teil kannst du vom Hechtangeln hier ab Level 20, damit kannst du natürlich auch zum Koori gehen, damit kannst du später zur Yama gehen oder natürlich auch in der Tunguska angeln. Damit kannst du einfach wahnsinnig viel beangeln. Richtig gut ist einfach das Wurfgewicht hier. Die Tragfähigkeit ist absolut ausreichend mit 20 Kilo. Damit kriegt man die meisten Fische schon ganz locker rausgezogen. Dazu kommt, es ist auch eine ideale Kombination zu der Allround-Rolle HSV 8000. Also auch das kann man in Kombination sehr gut nutzen. 19 Kilo Monoschnur drauf, ausreichend Fassungsvermögen ist hier bei der Rolle dann auch mit dabei. Und dann habe ich jetzt hier einmal Fluorocarbon, natürlich deutlich dicker drauf, 35 Kilo. Also ein richtig schön dickes Fluorocarbon oder natürlich einfach einen Stahlvorfach verwenden, wenn man gezielt auf Hecht geht. Dazu dann hier noch den Blast Funky Minnow. Auch das eine Serie, die immer mal wieder ganz gut funktioniert fürs Hechtangeln. Und dann zieht man damit einfach ganz genauso auch durch. Gucken wir mal, jetzt haben wir ja gleich 16 Uhr. Jetzt könnten so langsam natürlich die Abendstunden fürs Hechtangeln wieder interessant werden. Also so langsam von 15, 16 Uhr bis ungefähr 22, 23 Uhr. Und dann war's das. Dann kann man schön in der Nacht wieder auf den Aal gehen. Also das ist das Setup. Damit, wie gesagt, kriegt man auch die Köder richtig schön weit raus. Und sogar noch weiter raus. Durchaus einfach auch das Setup für den Start einfach gönnen. Macht man absolut nichts mit verkehrt und kann das, wie gesagt, richtig lange verwenden, bis man sich dann irgendwann Sets holt, die natürlich deutlich teurer sind, aber wo man sich dann richtig auch spezialisiert. Ja, auch hier heißt es dann natürlich bei dieser Köderserie, dass man da natürlich die passenden Farben raussucht. Kunstköderangeln bedeutet immer eine Vielzahl verschiedener Kunstköder vorrätig zu haben, damit man verschiedene Farben, Vorlieben und Formvorlieben rausbekommt. Drittes Setup ist das hier. Das ist das Set, was man auf dem nach dem Weihnachtsevent bekommen hat. Mit so LED an der Rolle und so Sachen. Crazy Teil. Ganz verrückte, leicht leuchtende Rolle, abgefahrenes Dingen. Ja, und das nutze ich jetzt gerade mal mit einem Oberflächenköder. Auch das Teil hier natürlich so zusammengebaut. Wir müssen hier natürlich ein bisschen drauf achten, auf das Wurfgewicht. Hier haben wir ein Wurfgewicht von
10 Gramm Minimum auf der Rute. Allerdings haben wir hier ein Wurfgewicht von 18 Gramm auf der Rolle. Das ist eben das Besondere bei Baitcast. Baitcast hat eben Wurfgewicht auf den Rollen. Deswegen ist das halt im Midgame auch selten eine Kaufempfehlung, sondern in den Extremen, also im Ultralight und im ganz schweren Bereich, da macht das Sinn. Da ist das Preis-Leistungs-Verhältnis auch gut. Aber im Mid-Setup hier, das hat man jetzt natürlich geschenkt bekommen, wenn man die ganzen Aufgaben durch hat. Nimmt man natürlich gerne mit. Aber eine Kaufempfehlung ist so etwas leider nicht. Preis-Leistung leider nicht so gut. So, trotz allem kommt man auch mit diesen Setups, mal eben hochdrehen hier, auch wenn das Wurfgewicht auf der Rolle jetzt nicht ideal ist, man kommt an für sich noch ganz gut weit raus. Also das ist jetzt nicht so, dass man das überhaupt nicht auswerfen kann. Man kommt damit noch ganz gut weit raus. Zack. Haben wir hier noch einen kleinen Barsch, jawohl. Versuchen wir hier maximal zu werfen. Na guck, also das sind ungefähr 20 Meter, die ich damit jetzt noch rauskomme. Fürs Hechtangeln reicht das absolut. Gerade halt an diesen ganzen kleinen Gewässern hier. Da ist man an den meisten Stellen mit diesen 20 Metern richtig gut mit bedient. Also durchaus eine Option, das Teil eben fürs Hechtangeln zu verwenden. Oder man nimmt einfach dickere Köder oder man kann natürlich auch Blinker verwenden, um damit auf Hecht zu gehen. Na guck, auch der hier läuft. Hier habe ich mich jetzt gerade einfach so ein bisschen an die Farben gehalten sozusagen. Also eher so ein bisschen gelblich, leicht rot war mit dabei. So ein Blau wäre natürlich noch interessant. Also gleiches Schema wie gerade eben der Ugly Fellow. Der hätte jetzt vielleicht ein bisschen ründlicher sein können von der Form, aber das Farbschema passte und dementsprechend kann man dann eben auch weitere Köder suchen, die dann da noch reinpassen. Ja, so viel zum Hechtangeln. Jetzt aber Gas geben, ab auf Hecht weiter probieren und dann gehen hier hoffentlich, ich glaube der dickste war 7,2 Kilo jetzt. Ich hoffe, da geht jetzt noch ein bisschen mehr. Ugly Fellow 5505. Die Serie auf jeden Fall komplett einstecken und damit als erstes immer testen auf Hecht, weil es einfach eine gute Köderserie ist. Wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir immer und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin.